Okay, Mark. So I like this psalm very much. How lovely is your dwelling place. And I like that beautiful line about even the birds finding a home in God's house. But tell me, how do you really feel about us inviting a few hundred birds to make their home in the church? What about in your apartment upstairs? I would probably feel like in a Hitchcock thriller or something. 400 Vögel in unserem Haus wäre wahrscheinlich doch eine etwas angstmachende Vorstellung. Aber im Ernst, dieses Bild von den Vögeln, die ein Haus finden, ein Zuhause, in dem die Türen und Fenster weit offen stehen, das ist ein wunderbares Bild für die Kirche. Ein Ort des Willkommens, ein Ort, der offen ist für alles, was kreucht und fleucht und durch die Gegend fliegt. Ich denke heute an die lutherischen Kaufleute, die nach der Aufhebung des Edikt von Nantes hierher kamen, nach Genf, aufgenommen wurden von der Genfer Bevölkerung und die dann den Mut hatten, eine eigene Gemeinde zu gründen, ein Haus zu bauen. 1766 wurde die Kirche oben am Bois de Four gegründet und der erste Gottesdienst konnte gefeiert werden. Und das in einer schwierigen Zeit der Verfolgung, einen Ort zu finden, hier dürfen wir sein, hier dürfen wir Gottesdienst feiern, hier kommen wir zusammen zu Gebet und Austausch. Was meinst du, Andy? Wie denkst du über das Haus? It really is a wonder. I have looked at drawings of some of the people who helped to build the church with their powdered wigs and their 18th century dress, and it is so clear that they are a world apart from us. They can't possibly have imagined that one day the church would have members from more than 40 countries, singing in Japanese and Swahili and Swedish, and how many other languages alongside German. And yet somehow we are connected. For 250 years, there have been faithful people keeping up prayers and chants and services and praise to God in that building, even in very difficult times. Isn't this all wonderful? All of us have found a home for worship where we can sing and celebrate and pray and serve. We all share the experience of having found a home away from home. Die Kirche ist zur Heimat geworden für viele Menschen, die einmal aufgebrochen sind, von zu Hause weggingen und hier neu anfangen mussten. A home away from home, ein schönes Bild, eine Heimat fern der Heimat. Ich denke heute an einen unserer Vorgänger, besonders Pastor Fiedler. Er hat durch die Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkriegs diese Gemeinde geleitet. Seine Tochter, die noch lebt, eines unserer ältesten Gemeindeglieder, Edith Fiedler, sie ist jetzt ins Altenheim gezogen, kann leider heute nicht hier sein, aber sie ist noch in diesem Kirchgebäude geboren worden. Ein Haus für die Jungen. Und er, dieser mutige Pfarrer, hat 2 Kriege lang diese Gemeinde begleitet. Und für mich besonders eindrücklich, als die Nazis versucht haben, die Gemeinde sozusagen gleichzuschalten, auf den Führer auszurichten, da hat er widerstanden und hat der Gemeinde ihre Autonomie, ihre Freiheit bewahrt. Ein mutiger, ein starker Mann, Leute, die ich mir wünsche, hier in der Gemeinde, die aufstehen gegen Unrecht, die aufstehen, wenn etwas nicht in Ordnung ist und die aus dem Evangelium heraus sagen, nein, wir protestieren. Real Protestants. So, Andy, you come every morning to the Rue Verdun. How do you feel? What do you like most about this building, about this house? For one thing, I like that I get my exercise on the stairs. I actually do think there's something quite special about that simple stone staircase at the church. When I tromp up to the top floor some days and remember to look down, I notice that the steps are grooved in the middle, worn down by so many feet, so many people going up and down this path before us. Or there's that funny little ledge in the kitchen. I don't know, it's something you can miss. It's a little spot that we use for a basket of pens and a basket of scissors right now.
But I learned recently that that little ledge was likely part of the Château Coudray, the building that was on this site before the Lutheran Church even was there. It was a window in that building. And sometimes in all of that, I remember that we are part of a very long story on the Burg de Fur, a story of people finding a home here. And there's something very powerful for me in that. What about you, Mark? Ja, geht mir genauso, wenn ich sehe, wie viele Menschen diese Gemeinde getragen haben. Und wenn ich heute so in die Gemeinde gucke, ich sehe Herbert Klaas, ich sehe Familie Neumeier, ich sehe viele Menschen, die diese Gemeinde über viele, viele Jahre getragen haben, die dafür gesorgt haben, dass das Erbe, das auf uns herabgekommen ist von unseren Vorvätern und Vormüttern, weitergegeben wird. Ich denke an die Menschen, die wir verloren haben, gerade in den letzten Jahren, Herr Blum oder Herr Wiegand, viele andere, die uns wichtig und kostbar waren, Persönlichkeiten unserer Gemeinde. Und sie haben uns etwas hinterlassen. Sie geben etwas in unsere Hände heute, das wir weitertragen müssen. Dieses Haus, das ein wunderbares Erbe ist und das wir vielleicht eines Tages an die nächste Generation weiterreichen dürfen. Mit dieser Idee, dass es ein offenes Haus bleibt. Ein Haus offen für Flüchtlinge, für Glaubensflüchtlinge, für Menschen, die verfolgt werden. Und vielleicht auch für manche bunte Vögel, die nachts an die Tür klopfen oder morgens um 3 noch gerne die Klingel bedienen. It's a wonderful dwelling place, this house. Yeah. The psalm, it says, "How lovely is your dwelling place." And it becomes pretty clear when you read the psalm that that means God's dwelling place is meant to have wide open doors and windows where everyone, even the sparrow, can find a home. I think most of us know that when the Lutheran Church was built all those years ago, they were told it could be built on the condition that it didn't look like a church, so there's no steeple and no bell. But there was that other condition as well, that this would be a church providing shelter and home for migrants and refugees. This has been the case over the years, and we still are trying to live up to that calling today. So maybe these are some of the birds who should find a home here. Those who are fleeing from unsafe or unstable homes. Those who are looking for a new place to be today. But Mark, you and your family actually live in this church that we are celebrating today. How do you feel about that? Auf jeden Fall ist es schön, weil wir haben eigentlich den ganzen Tag Musik. Wir schlafen ja direkt über der Orgel. Wann immer jemand Orgel übt oder der Posaunenchor probt oder der Chor, dann haben wir Musik im Haus. Das Ganze, unser Alltag wird rhythmisiert durch die Glocken von Saint-Pierre, auch nachts um 4, wenn man nicht schlafen kann, jede Viertelstunde diese Gewissheit. Manchmal lässt sie einen nicht schlafen, manchmal klingeln sie einen sozusagen oder begleiten sie einen in den Schlaf. Aber wie du schon sagst, Andy, es sind manche bunte Vögel, die auch dieses Haus lebendig machen. Es sind nicht die Steine, die wären kalt, aber die Menschen, die dort sind, die machen dieses Haus lebendig. Was haben wir schon für Leute bei uns gehabt? Menschen, die vor dem israelischen Geheimdienst geflohen sind, Bettler, die eine Nacht schlafen wollten, auch mancher Bischof, der übernachtet hat. Immer wieder Hilfesuchende und ganz neulich erst das Wasser auf den Straßen von Genf sucht sich auch gern einen Platz in unserer Gare Voûtée im Gewölbekeller. Da ist es scheinbar irgendwie heimelig und wir sind dann immer wieder bemüht, das Wasser nicht zu sehr reinkommen zu lassen. Aber irgendwie scheint auch die ganze Natur gerne in dieser lieblichen Wohnung Gottes sich aufhalten zu wollen. Und ich empfinde das als einen Segen, als eine Gnade, dass so viele Menschen bei uns sein wollen, ein Zuhause finden. Nicht alle können immer lange bleiben, aber doch, dieses Haus ist ein großer Segen. This building really is a blessing to us. But it's a challenge too, isn't it, Mark? Keeping up a building this old? I do sometimes wonder how we're going to do it. Drawing out the Gare Voûtée, putting in the double pane glass in all the windows, making the place more accessible to people. It's a big task. Es ist eine riesige Aufgabe, das Haus zu erhalten. Aber wir haben ja das gerade heute im Evangelium gehört, seht die Vögel unter dem Himmel, seht die Lilien auf dem Felde,
Sie arbeiten, sie schaffen, aber sie bewahren nichts und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild, ein leichtes Bild, ein Bild der Zuversicht und des Gottvertrauens. Selbst wenn manchmal die Finanzen klamm sind oder wir nicht wissen, wie wir die nächste Renovierung schaffen wollen. Unser Gott hat dieses Gebäude und die Menschen darin über viele, viele Jahrhunderte begleitet, getragen, gesegnet. Und ich bin zuversichtlich und im Vertrauen auf das Bild von den Lilien und den Vögeln, dass wir auch das schaffen werden. What about you? Do you have any wishes for the building? I think my biggest wish is that it continues to be filled with life, with laughter and song and the brightness of people who are caring for one another and for the world. The needs of the community continue to change as they have over all these years. And I hope that we continue to remain open to that movement of the Spirit in this place that has housed God's people for so long. And what about you, Mark? Ich bin ganz deiner Meinung, auch schließe mich deinen Wünschen an. Ich finde es wunderbar, dass wir heute so viele Sprachen hören. Wir sind verbunden, wie Beatrice es zu Beginn gesagt hat. Wir tragen das Erbe der Reformation weiter. Aber wir sind offen für die Menschen, die kommen aus vielen Konfessionen, aus vielen Ländern, aus vielen religiösen Hintergründen. Und das ist mein Wunsch, dass wir weiter Brücken bauen, hin zur Stadt, hin zu unseren ökumenischen Geschwistern und auch die nicht vergessen, die in der Ferne oder nah unsere Hilfe brauchen. Und dann weiß ich und bin gewiss, dass auch mancher bunte Vogel in unserem Haus eine Wohnung finden wird. So gebe es Gott. Amen. Amen.